Okay? Jetzt haben wir hier Noch kleine Ende Februar 2026 haben wir das Grundstück gemeinsam mit unseren Kindern zum ersten Mal besucht. Schon nach wenigen Stunden war uns klar, das ist der Ort, an dem wir unser neues Zuhause aufbauen möchten. Noch am selben Abend trafen wir gemeinsam als Familie die Entscheidung, das Grundstück zu kaufen. Am nächsten Morgen beauftragten wir einen Notar und Mitte März hielten wir schließlich den Kaufvertrag in den Händen. Damit ihr euch das Grundstück besser vorstellen könnt, hat Luke eine Übersichtskarte erstellt. Unsere Finca liegt in der Region Extremadura im Westen Spaniens, einer Gegend, die wir wegen ihrer Natur, der Ruhe und des angenehmen Klimas besonders lieben. Auf rund 1,5 Hektar möchten wir Schritt für Schritt ein freies und möglichst unabhängiges Leben aufbauen. Damit ihr unserer Reise leichter folgen könnt, haben wir dieses Video in einzelne Kapitel unterteilt. In den ersten Tagen haben wir zunächst einen kleinen Bereich freigeräumt, damit wir unseren Wohnwagen aufstellen konnten. Für die Kinder war das ein ganz besonderes Erlebnis. Zum ersten Mal konnten sie mitten in der Natur ein großes Lagerfeuer machen. Schon nach wenigen Tagen verspürte ich den Wunsch, das erste kleine Beet anzulegen. Meine Mutter unterstützte uns dabei mit einem Paket voller Samen und Pflanzen aus Deutschland. Für uns war das mehr als nur ein Geschenk. Es war der symbolische Beginn eines neuen Zuhauses.
Nachdem wir einen kleinen Bereich freigeräumt hatten, suchten wir uns einen schattigen Platz in der Nähe der Ruine. Dort begannen wir, den Boden auszugleichen, um später eine stabile Plattform für unser Vorzelt aufbauen zu können. Einfach okay so. Weil Nachdem wir beim Bau der Plattform unsere ersten Erfahrungen mit Naturstein gesammelt hatten, nutzten wir dieselbe Technik auch für den Untergrund unserer IBC-Tanks. So entstand eine stabile Fläche für unsere zukünftige Wasserversorgung. 2 Solarpanels, eine kleine Batterie und ein alter Wechselrichter reichen aus, um unseren Alltag zu versorgen. Der Wechselrichter ist inzwischen 8 Jahre alt. Als nächstes war uns ein Thema sehr wichtig, besonders nach über 3 Jahren im Wohnwagen: eine einfache Dusche und eine Toilette. Vor allem für mich und unsere kleine Tochter war das ein großer Schritt in Richtung Alltag auf dem Grundstück. Dafür nutzten wir IBC-Tanks, die man hier in der Region relativ einfach und günstig bekommt. Viele davon wurden früher für Olivenöl verwendet und bekommen nun bei uns ein zweites Leben. Während Luke mit den anderen Projekten beschäftigt war, konnte ich es kaum erwarten, mit unserem zukünftigen Gemüsegarten zu beginnen.
Also machte ich mich allein an die Arbeit und legte die ersten Beete an. Unsere Tochter war angeln, aber alleine macht es keinen Spaß. Der große Bruder muss mit. Gleichzeitig wollte ich herausfinden, wie sich der Boden für den Gemüseanbau eignet. Den Anfang machte ein Beet für Süßkartoffeln. Danach folgten weitere Beete für Tomaten, Bohnen und weitere Gemüsesorten, die später einen Teil unserer Selbstversorgung ermöglichen sollen. Der Boden ist voller kleiner und großer Steine. Genau so hatten wir ihn erwartet. Uns war von Anfang an klar, dass ein Garten hier nicht über Nacht entsteht. Es wird Zeit, Geduld und viele Stunden Arbeit brauchen. Aber genau das gehört für uns zu diesem Projekt dazu. Dann haben wir noch mit Kartoffeln experimentiert. Was ich euch noch zeigen möchte, unser Sohn hat aus einem Baumstamm ein kleines Zuhause für Wildbienen gebaut. Schon nach kurzer Zeit hatten sich tatsächlich Blattschneiderbienen darin angesiedelt. Minou haben wir von einer Finca, wo sie den ganzen Tag unter einer Badewanne war. Und Maxi war unterernährt, als wir ihn abgeholt haben. Täglich werden uns Hunde und Katzen angeboten. Wir würden gerne alle annehmen, aber das geht momentan einfach nicht. Eigentlich hatten wir uns fest vorgenommen, bis zur Fertigstellung der Ruine oder unseres zukünftigen Tiny Houses keine weiteren Tiere aufzunehmen. Zumindest keine außer einen Hund und 1 bis 2 Katzen. Nun ja, diesen Vorsatz hatte wohl jemand ganz schnell wieder vergessen. Oder vielleicht auch ganz bewusst verdrängt. Plötzlich wurden die ersten Hühner ausgebrütet. Luke war von dieser spontanen Entscheidung nicht gerade begeistert. Trotzdem war schnell klar, die Küken brauchten ein sicheres Zuhause. Das Futter für die Küken machen wir selber, ohne Mais. Nach einigem Überlegen kam ihm die Idee, aus alten Bettgestellen einen mobilen Hühnertraktor zu bauen. Die Bettgestelle hatte Luke vom Sperrmüll und sollten das Werkzeug vor Staub und Regen schützen.
Eigentlich sollte das nur ein kleines Zwischenprojekt werden, damit wir uns anschließend wieder voll auf die Ruine konzentrieren konnten. Doch, wie sich herausstellte, dauern vermeintlich kleine Projekte oft länger als gedacht.
Während Luc an den anderen Projekten arbeitete, kümmerte ich mich um den Hühnertraktor und brachte das Drahtgitter an. Kurz darauf konnten die ersten Junghühner ihr neues Zuhause beziehen. Mit ihren 7 Wochen waren sie alt genug dafür. Die zweite Brut mit 13 Küken war zu diesem Zeitpunkt erst 3 Wochen alt und blieb deshalb noch in unserem umgebauten IBC-Tank. Bis heute bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das überhaupt noch eine Ruine nennen kann. Für Luc spielte das allerdings keine Rolle. Das wird schon. Bis zum Winter haben wir ein Dach drauf. Historische Luftaufnahmen zeigen, dass das Gebäude zuletzt im Jahr 1985 noch ein Dach hatte. Schon in den ersten Tagen begannen Luc und die Kinder, die Mauern von Brombeeren und jungen Steineichen zu befreien. Zwischen den Dornen fanden wir zahlreiche Bewohner, Eidechsen, Frösche und sogar einige Schlangen. Was uns jedoch noch mehr überraschte, war der viele Müll. Über Jahrzehnte hatten sich darüber immer neue Erdschichten gebildet, sodass vieles erst beim Freilegen wieder sichtbar wurde. Eine weitere Überraschung erwartete uns unter den Mauern. Die gesamte Ruine wurde direkt auf einem gewaltigen Felsen errichtet. Nachdem wir die Ruine grob freigeräumt hatten, beschlossen wir, einige der Mauern etwa 10 bis 20 Zentimeter abzutragen und 2 neue Durchgänge zu schaffen. So möchten wir uns die Möglichkeit offen halten, das Gebäude später sinnvoll zu erweitern. Mit der Reinigung begann gleichzeitig die wichtigste Frage unseres Projekts. Wie möchten wir die Ruine wieder aufbauen? So wie heute, meistens mit Zement? Oder möglichst so, wie früher gebaut wurde? Für Luc war die Antwort schnell gefunden. Er möchte so weit wie möglich mit natürlichen Materialien arbeiten und herausfinden, was sich auch heute noch bewährt. Der erste Schritt war deshalb ein einfacher Lehmbodentest. Dafür gruben wir Erde aus, mischten sie mit Wasser und ließen das Gemisch für mindestens 24 Stunden ruhen. Das Ergebnis war überraschend gut. Der Boden enthält einen hohen Lehmanteil, ideale Voraussetzungen, um später mit Lehm als natürlichem Baustoff zu experimentieren.
unserem Bodentest wussten wir, dass wir genügend Lehm für den Wiederaufbau zur Verfügung hatten. Es blieb jedoch eine wichtige Frage: Woher sollten wir die großen Natursteine bekommen? Kleinere und mittelgroße Steine gab es auf unserem Grundstück mehr als genug. Für die tragenden Mauern brauchten wir jedoch deutlich größere Steine. Natürlich hätten wir sie kaufen können, doch das kam für uns aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage. Also fragte Luke im Dorf nach, ob jemand alte Natursteine übrig hätte. Einige Tage später bekamen wir tatsächlich einen Anruf. Jemand wollte ein altes Steingebäude abreißen. Wenn wir den Rückbau übernehmen würden, dürften wir alle Steine kostenlos mitnehmen. Genau auf so eine Gelegenheit hatten wir gehofft.
Immer wenn es der Familienalltag zulässt, unterstütze ich Luke bei den Arbeiten auf dem Grundstück. Mit 3 Kindern und der täglichen Versorgung unserer Küken ist das nicht immer einfach, aber genau das gehört zu unserem neuen Leben dazu. Das sind die großen Natursteine, die Luke abgeholt hat. Sie werden für den neuen Zugang zur Ruine benötigt. An dieser Stelle endet die bestehende Mauer und genau hier werden die Steine später auch den Sturz über der Türöffnung tragen. Zumindest hat Luke mir das so erklärt.
ersten 90 Tage waren voller Herausforderungen, Überraschungen und kleiner Erfolge. Doch die eigentliche Arbeit beginnt erst jetzt. Im nächsten Kapitel nehmen wir euch mit beim Wiederaufbau der alten Steinruine. Danke, dass ihr uns begleitet. Bis zum nächsten Kapitel. Guck, nach 5 Metern oder so, wir haben die ja wieder gestoppt und es war nicht mehr so schnell. Okay. 2 Stück waren es zusammen.